Hallo, hey, schaut, wartet. Hier ist mein Mann. Hallo, geht's dir gut? Du bist ja nie da, wenn wir hier mal eine Feier haben. Einige von uns müssen ja arbeiten. Das war jetzt aber gemein. Xavier Bettel ist der Regierungschef von Luxemburg. Und der Belgier Charles Michel leitet als Ratspräsident die EU-Gipfel. Ihr kennt doch Charles. Er sagt was und hat nichts gesagt. Gemeinsam mit anderen treffen sie morgen beim Gipfel Entscheidungen für 450 Millionen Europäer. Ich habe mich nie gefragt, wie das funktioniert. Ich dachte nur, das ist ein Treffen von alten Männern. Der Europäische Rat hat etwas Mysteriöses. Selbst wenn man Politik mag, weiß man nicht, dass es den Europäischen Rat gibt und den Europarat und den Eurogipfel. Die Staats- und Regierungschefs der EU trafen sich heute zum Showdown in Brüssel. Es geht um viel. Um unfassbar viel Geld. Es ist die Stunde Europas. Das Hochamt der Politik. Der Augenblick, in dem Europa seine Zukunft schreibt. Versagt oder glänzt. Willkommen im Herzen der EU, willkommen im Europaviertel in Brüssel. Hier sitzt der Europäische Rat, also hier finden die EU-Gipfel statt, hier ist die EU-Kommission und hier entscheidet Europa über Schicksalsfragen. Darüber, wie wir das Klima retten, ob wir eine Idee davon haben, wie wir halbwegs menschlich mit den Flüchtlingen an unserer Grenze umgehen oder wie der Euro gestärkt wird, wie die Ukraine unterstützt wird. All das wird hier verhandelt. Von großen Egos, die aufeinandertreffen, teilweise auch mit faulen Kompromissen. Und wie man da auf eine Linie kommt und warum zum Teufel das immer bis 4 Uhr morgens dauern muss, das gucken wir uns jetzt mal an. Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel und sein Team gehen den Tag durch. Und der kann lang werden. Einmal war es wirklich sehr, sehr lang, da habe ich mir hier in Brüssel ein neues Hemd gekauft, weil ich hatte keines mehr. Aber man weiß, wenn man anfängt, man weiß aber nie, wenn man aufhört. Wenn ich zum Beispiel die Tagesordnung heute sehe, kann es sein, dass wir früh fertig sind. Man kann auch sein, dass es 2, 3, 4 Uhr nachts, 5 Uhr nachts sein kann. Da haben wir schon alles miterlebt. Alles wird sich um dieses Papier drehen. Die Gipfelergebnisse, die sogenannten Schlussfolgerungen. 5, 6, 7 Seiten lang ist dieses Dokument. Hier formuliert Europa Antworten auf seine Krisen, skizziert Lösungen, druckst herum oder legt rote Linien fest. Geschichte wird auf DIN A4 geschrieben. Okay. Sollen wir dann eigentlich Ja, dann machen wir. Ich muss noch die Zähne putzen. Bevor das Papier den Gipfel erreicht, muss es durch viele Hände. Auch durch die von Botschafter Michael Klaus. Gestern setze ich noch da, was die gestern da verteilt haben. Zur Munition? Ja. Und was wir gleich noch erfahren müssen, ist, ob wir jetzt mit der Million, dieser Zahl, ob wir damit auch leben können oder nicht. Denke ich mal, wird das Er und sein engster Berater Christian Baukhage sitzen seit Wochen daran, die Gipfelbeschlüsse vorzubereiten. Es gibt ja Weisungen, die aus Berlin kommen. Da wird die Haltung dann da geschildert, also die Position, die ich vertreten soll. Und das bleibt mir dann so ein bisschen überlassen, da, wie ich das dann da genau mache. Ganz formal gesehen sind wir einer von 27, aber die Realität ist natürlich eine andere. Wir sind das größte Kalb auf der Weide und haben damit auch mit den größten Einfluss hier in der Europäischen Union. Alle EU-Staaten haben ihre Botschafter in Brüssel. Verteilt rund um das Gipfelgebäude. Sie alle kämpfen, streiten, diskutieren und verhandeln schon lange im Voraus. Für das, was am Ende ihre Chefs beschließen. Die Palette an Themen, die die Staats- und Regierungschefs da abarbeiten müssen, die ist ja relativ groß. Und das muss natürlich entsprechend vorbereitet werden, weil ein normaler Europäischer Rat, der dauert so 1,5 Tage.
Und da ist die Zeit natürlich viel zu kurz, um im Detail alle diese Themen durchzugehen. Und was wir machen, die Botschafter, ist sozusagen, wir versuchen, den Text, den die Chefs beschließen, möglichst weit zu konzentrieren, sodass sich die Chefs dann auf einige wenige hochpolitische Punkte konzentrieren können, die auch nur auf dieser Ebene entschieden werden können. Mindestens 4-mal pro Jahr tagt der EU-Gipfel. Der sogenannte Ausschuss der ständigen Vertreter aber trifft sich mehrmals pro Woche. Alle 27 Staaten an einem Tisch. Ein ständiger Stellvertretergipfel. Doch genauso wichtig wie der Inhalt ist bei einem Gipfel die Kulisse. Du von hier und du von da. Roter Teppich, frisch gestärkte Flaggen, Blumen. Tiefer bitte. Ein bisschen tiefer. Und vor allem viel Licht. Testing. Wann kommt das Catering? Heute Abend. Heute Abend. Läuft die Planung schlecht, riskieren wir, dass der Präsident oder die Mitgliedstaaten nervös werden und das Treffen mit einem Fehlstart beginnt. Doch Gipfel heißt auch umbauen. Während Minister und Botschafter viele Berater und Sprecher mitbringen können, heißt es beim Gipfel ein Platz pro Land. Der engste Zirkel der Macht. Ganz bewusst. Nur Staats- und Regierungschefs, Ratspräsident, Kommissionspräsidentin. Um einen Kompromiss zu finden, muss man dann auch abweichen können von der Position, mit der man eigentlich hierher gekommen ist und die man vielleicht auch innerhalb der Regierung abgestimmt hat. Und das ist jedenfalls dann leichter, wenn man sagt, man ist hier in einer geschlossenen Gesellschaft und da dringt nicht alles nach außen. Langsam wird es ernst. Die letzten Vorbereitungen, auch für den Fall, dass jemand nicht weiß, wer Olaf Scholz ist. Das hier ist der Anstecker, der den Regierungschefs überall Zutritt gibt. Aber sicherheitshalber gibt es auch für den Kanzler ein Plastikkärtchen. Viele Leute erkennen natürlich den Kanzler. Aber für den Fall, dass das nicht so ist, dann ist der Ausweis eine Vorsichtsmaßnahme. Sozusagen für das Worst-Case-Szenario. Gearbeitet wird aber nicht nur hinter den Mauern der EU-Gebäude. Hunderte Journalisten sind auf der Jagd nach dem letzten Entwurf des Gipfelpapiers, wollen wissen, wo es spannend wird, für Deutschland, Frankreich oder Malta. Für die Journalisten ist der Gipfel genauso ein Highlight wie für die Politiker. Hier verdichtet sich Europa. Helden, Schurken, Kämpfe, Konflikte. Ein Showdown. Wo wir jetzt hingehen, das sind die sogenannten Hintergrund- oder Off-the-Record-Briefings. Davon gibt es ganz viele vor einem Gipfel, von den einzelnen Staaten oder von EU-Beamten. Und da wird mal Klartext gesprochen. Wo steht Deutschland? Welche Bedenken hat Frankreich? Was blockiert Ungarn? Und so kriegt man ein bisschen Gespür dafür, was hinter verschlossenen Türen dann passieren wird. Man erfährt da ja nie die ganze Wahrheit bei diesen Treffen, sondern immer nur so ein paar Mosaiksteinchen. Irgendwann hat man dann ein relativ großes Bild. Was man auch immer mitkriegt, ist so eine ordentliche Portion Dramaturgie. Entweder bloß nichts groß hier erwarten, da kommt eh nichts bei raus, um dann morgen, wenn doch was passiert ist, besonders als großen Erfolg darstellen zu können. In diesem gläsernen Tropfen tagen die Regierungschefs. Doch wer was will, wer was verhindert, es ist ein Versteckspiel in den Stunden vor dem Gipfel. Er muss die Positionen trotzdem erkennen. Charles Michel, der Zeremonienmeister. Auf der Welt gibt es nichts Vergleichbares. Keine andere politische Institution mit 27 Chefs. Und Sie können sich vorstellen, 27 Premierminister und Präsidenten sind von Natur aus Persönlichkeiten, die Stärke und Macht ausstrahlen. Gut, wenn er vorher schon weiß, was sie wollen. Nikos, hallo, jetzt sehe ich dich. Deshalb Videokonferenzen in Kleingruppen. Hallo, guten Morgen, Kaya. Bei uns ist schon Mittagszeit. In den Tagen, bevor es ernst wird, noch ganz locker, gerade unter engen Freunden. Ihre Majestät Charles. Der Ratspräsident versucht, Gemeinsamkeiten herauszufinden. Mögliche Bruchlinien.
Wir versuchen herauszufinden, was ihnen wichtig ist und wo sie Bedenken mit dem Text haben, der auf dem Tisch liegt. Und dann ist es soweit. Brüssel wird zur Festung. Die Zäune stehen. Höchste Sicherheitsstufe. Sprengstoff schnüffeln. Noch einmal wird es dunkel vor dem entscheidenden Tag. Aus allen Himmelsrichtungen reisen die Chefs an, die ganze Stadt vibriert irgendwie. Sie hören nur noch Hubschrauber überall. Wenn Sie den Hubschrauber hören, wissen Sie, der Bundeskanzler oder der französische Staatspräsident ist in der Nähe. Zeit für den großen Auftritt von Europas Spitzenpolitikern. Auch Luxemburgs Premierminister Bettel ist auf dem Weg. Das ist mein Durchgangspin. Also wir kommen nicht hierhin, um Kaffee und Kuchen zu essen. Wir kommen hierhin schon, um über Topics zu reden und gemeinsame Lösungen zu finden. Der Austausch ist so wichtig heutzutage. Wir reden sehr oft übereinander weltweit, aber nicht oft genug miteinander. Doch jetzt erst einmal Showtime. In der Regie sind alle Kameras bereit. Luxemburg ist da. Bonjour, Madame. Ça va? Merci. Bühne frei für den europäischen Laufsteg. Hier präsentieren sich alle, die großen, die kleinen Länder, die Kooperativen und die nationalen Hardliner. Da kommt Meloni. Hier werden die roten Linien gezogen, Schlagzeilen gemacht und Versprechen gegeben. Jeder mit seinem eigenen Charme. Buenos dias. Wir können loslegen. Guten Morgen. Maar Brussel ist Nederland. It's not good. 1,5 Stunden dauert das Spektakel für den Platz im Scheinwerferlicht. Belgien kommt gerade an. Für das man im Zweifel auch mal warten muss. Er muss warten. Wer ist vor mir? Zypern. Irgendwann sind alle drin. Aus dem Rampenlicht geht es weiter in den Sitzungssaal. Sonst Tag und Nacht umgeben von Beratern und Helfern. Hier sind Europas Spitzenpolitiker ganz allein. Mit großen Aufgaben. Ich habe Griechenland-Krise mitgemacht, wo einen ganzen Euro schleudern hätte können. Ich habe eine Bankenkrise mitgemacht, ich habe eine Covid-Krise mitgemacht. Ich habe jetzt eine Ukraine, also durch Russland-Krise mitgemacht. Ich habe eine Energiekrise mitgemacht. Ich habe den Brexit mitgemacht. Politik wird von Menschen gemacht, mit all ihren Stärken und Schwächen. Das Lebendige in der Europäischen Union, die Entscheidung, auch die Leidenschaft für die gemeinsamen Werte, das wird von Menschen gemacht und das spürt man im Europäischen Rat. Verständigung, Austausch, aber auch der Kampf um knallharte Interessen. Geführt wird er in 24 Amtssprachen. Die deutschen Dolmetscher startklar. Da darf man nicht drüber nachdenken. Also, weil wenn man dann denkt, oh Gott, das ist jetzt mein Bundeskanzler, für den ich arbeite, ich glaube, dann kommt so ein Druck hoch, also daran denkt man nicht. Natürlich der Inhalt, der muss 100% kommen, aber auch das Register muss stimmen, es werden Emotionen ausgedrückt, gerade jetzt zum Teil mit dem Ukraine-Krieg. Sind auch sehr viele Emotionen im Spiel und ich finde eben auch Herrn Macron relativ eine große Herausforderung, ihn zu dolmetschen, weil er auch sehr, sehr schnell wird und brennt für seine Ideen. Nichts darf nach außen dringen. Also auch in der Familie darf man nichts weitergeben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich würde jetzt gerne mit der Sitzung beginnen. Darf ich jetzt die Presse darum bitten, den Saal zu verlassen? Ab jetzt heißt es Leaders Only. Nur noch höchste Ebene. Now out of the way, please. Go, go.
Allein im Saal, aber nicht allein beim Gipfel. Eine Etage tiefer sitzt die deutsche Delegation. Botschafter Klaus, der Sprecher des Kanzlers, seine Berater. Es ist ja nicht so, dass die Chefs dann da eingesperrt sind in dem Raum, sondern da kommt dann auch schon mal der Kanzler runter in das Delegationsbüro, nicht? Und sagt dann, also das ist da, wo wir stehen, und dann gibt es auch eine kurze Aussprache da und Diskussion. Er hat dann also auch eine Frage, sodass wir schon so ein bisschen mitkriegen, was da passiert und auch die Chance haben, ihn zu beraten. Auch SMS-Kontakt ist möglich. Fragen und Antworten gehen hin und her. Auch Dokumente. Ich bekomme einen Text und dann kommt aber im Saal eine Änderung. Dann frage ich die schriftlich und dann konsultiere ich, dann schreibe ich oder mache ein Foto für mein Team und dann frage ich, ist es okay oder nicht. Nur bei ganz heiklen Themen werden Kanzler und Präsidenten gebeten, ihr Handy abzugeben. Es gibt extra einen Schrank dafür. Während die Staats- und Regierungschefs Europas Probleme besprechen, arbeitet die internationale Presse gegen die Uhr. Der Gipfel ist Thema in jeder Nachrichtensendung Europas. Alle wollen wissen, was im neuen Gipfelpapier steht. Markus Preiß in Brüssel. Wir schalten jetzt nach Brüssel zu unserem Kollegen Markus Preiß. Ganz herzlichen Dank an unseren Korrespondenten Markus Preiß. Man hat dann hier viele Stunden teilweise, wo man gefragt wird, ständig bei den Live-Schalten, was ist denn jetzt, worüber diskutieren die? Man weiß es gar nicht so genau. Was hilft, ist, Telefonnummern zu haben, etwa von Beamten oben in den Delegationsbüros. Und natürlich sowas hier. Belgiens Regierungschef hat kurz persönlich Zeit, in einer Sitzungspause. Was haben Sie denn heute erreicht? Europas Mächtige in Selfie-Distanz. Das ist der europäische Spirit. Die Belgier machen das. Ich als alter Hase habe sowas schon gesehen. Aber seit einiger Zeit ist das sehr selten geworden. Bei Macron ist alles genormt und kompliziert. Bei euch Deutschen ist das noch schlimmer. Schau dir den Belgier an. Der spricht Niederländisch, Französisch, Englisch. Das ist Europa. Alle suchen nach Neuigkeiten, die aus dem Sitzungssaal durchsickern. Traubenbildung. Immer, wenn jemand aus den Delegationsbüros nach unten kommt. Es ist gut, wenn man sehr gute Ohren hat in Brüssel. Denn bei EU-Gipfeln steht man häufig genauso da. Man steht in einer großen Menschenmasse in der dritten Reihe und jemand, der etwas Vertrauliches sagt, redet dann meistens auch nicht ganz so laut, erklärt dann, was gerade passiert. Es ist ein Sammeln von Bruchstücken, ein Zusammenfügen von Thesen, um aus diesem Gipfel irgendwie eine Erzählung zu machen. Die geschlossene Tür ist der Feind, zumindest der Journalisten. Die geschlossene Tür hilft sehr und ich habe erlebt in all diesen Jahren Vertraulichkeit. Warum ist das so wichtig? Weil man sich darauf verlassen können muss, dass man auch mal einen Gedanken ausprobiert. Dass man auch mal Schwäche zeigen kann oder Ärger zeigen kann und nicht alles immer gleich breitgetreten wird und genutzt wird. Wir kennen uns sehr gut. Wir necken uns und scherzen miteinander. Wer Teil dieser geschlossenen Gesellschaft ist, kann einfacher die Maske fallen lassen, statt extremer Positionen den Kompromiss suchen. Ich muss Ihnen sagen, zum Beispiel, dass Frau Meloni also sie hatte ja in der Wahlkampagne, war sie ziemlich extrem. Es ist im Rat weniger extrem, wie es in der Vorwahlkampfzeit war. Und wenn ich mit Viktor Orban über verschiedene Themen nicht einverstanden bin, dann sage ich es ihm. Und deswegen, man kann trotzdem einen Respekt haben für die Person, aber seine politischen Ideen bekämpfen. Oft entsteht auch ein Verständnis für zum Beispiel eine Blockadehaltung eines Staats- und Regierungschefs, wenn er oder sie erklärt, ich muss jetzt hier sagen, ich kann keinen Schritt weitergehen, weil so und so die Situation bei mir zu Hause ist. Wenn das plausibel ist, schwenken auch die anderen darauf ein. Der Gipfel eine Blackbox, ganz bewusst, um zu Lösungen zu kommen. Man sieht Konfliktsituationen auch zwischen den Ländern, wo es manchmal sich hochschaukelt. Und wenn wir uns manchmal auch
im Saal zerstreiten, nachher trotzdem Kaffee trinken gehen und dann geht's besser. Denn wer lange verhandelt, braucht ab und zu eine Stärkung. Als Vorspeise servieren wir Lachs, dann vol au vent, das ist belgisches Hühnerfrikassee, das für die Vegetarier angepasst wurde, und Obst zur Nachspeise. Kaffee und Dessert. Auch die Küche arbeitet übrigens unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Nicht, dass hier noch jemand vergiftet wird. Nein, einen Vorkoster gibt es nicht, das ist ein bisschen mittelalterlich. Aber das Essen wird schon von einer externen Stelle geprüft. Bei einer Tasse Kaffee lässt es sich besser sprechen. Über Millionen und Milliarden. Brüssel ist natürlich auch in gewisser Hinsicht ein Basar und es gilt natürlich noch weiter das Prinzip, dass man sagt, pass mal auf, wenn ihr hier euch bewegt, wir wissen, an einer anderen Stelle würdet ihr auch was brauchen. Also das ist schon so ein bisschen auch ein Geschäftemachen. Geld spielt auch eine Rolle, ganz ohne Zweifel. Und da gibt es manchmal ordentlich Fingerhakeln. Wenn die Kommission sagt, dann bekommt ihr das und das nicht von Geld, dass das eine Überzeugungskraft hast, die ziemlich gut ist. Und trotzdem, es kann dauern in Brüssel. Gipfelnächte sind legendär. Ich bin kein großer Fan dieser Nachtsitzungen, aber sie müssen manchmal auch sein. Denn es muss in jedem dann doch die Bereitschaft wachsen, oh, ich bin zwar hundemüde, aber wir müssen jetzt eine Lösung finden. Und dann gibt es natürlich auch so taktische Mittel, die eingesetzt werden. Also besonders erlebt man da schon, dass plötzlich dann das Gerücht verbreitet wird, da irgendjemand lässt seine Wagenkolonne vorfahren, damit wäre dann der Gipfel gescheitert. Damit es nicht zum Scheitern kommt, wird lieber lange verhandelt. Denn Gipfel haben einen Mythos. Sie sind nur erfolgreich, wenn sie besonders lange dauern. Im Presseraum machen manche ein Nickerchen. Und alle hoffen, dass es bald ein Ende findet. Wir wissen, wir können hier heute Abend oder morgen Abend oder übermorgen Abend, es kann manchmal auch 3, 4 Tage und Nächte dauern, nicht rausgehen ohne Ergebnis. Das geht einfach nicht. Denn dann steht Europa hemdsärmlich zerstritten und ergebnislos da. Und wenn der Morgen graut, also dann kommt so langsam auch so eine gewisse Ermüdung und die meisten werden dann kompromissbereiter. Es können 2 Optionen sein. Die erste Option ist müde und nachgeben, die andere Option ist gereizter sein. Deswegen muss immer schon gut aufpassen. Und für manche ist es auch einfach wichtig, dass sie gezeigt haben, also sie haben wirklich lange gekämpft für ihre Position, da praktisch bis zum Schluss. Doch irgendwann hat der erste Sitzungstag ein Ende. Rats- und Kommissionspräsidenten präsentieren im Morgengrauen erste Ergebnisse. Einige Staats- und Regierungschefs berichten von ihrem Kampf im Sitzungssaal. Aus Sicht der Niederlande ist das eine gute Basis. Wir sehen uns morgen. Zeit für ein Gruppenfoto oder noch einen Abstecher in die Stadt. Für einen nächtlichen Absacker. Oder was Süßes. Manchmal, wenn wir dann in Brüssel sind oder irgendwie in der Stadt und ich möchte in Brüssel zum Beispiel eine Gaufre kaufen gehen und ich habe dann 2 Polizisten so mit einem Dings im Ohr, dann mache ich auch so und dann sagen die Leute, ja, wer ist denn hier? Sag ich, er kommt erst. Mit Blaulichtgewitter und diesmal ohne Waffel geht's schnell ins Bett. Bevor der Sitzungsmarathon in die nächste Runde geht. Wenige Stunden später, am frühen Morgen im Büro des Ratspräsidenten Charles Michel. Ich lese die letzte Version des Gipfelpapiers zur Eurozone. Und jedes Wort ist da wichtig, gerade wenn es um Finanzstabilität geht. Das war gut vorbereitet. Sollte so durchgehen. Ich drücke die Daumen.
Noch einmal geht es in den Sitzungssaal. Unterm Arm das Gipfelpapier. Jener Text, der festlegt, welche Positionen Europa künftig einnimmt. Zu Krieg und Frieden, zum Leid der Flüchtlinge und zur Zukunft von 450 Millionen Bürgern. Alle müssen sich im Text wiederfinden. Manchmal muss ich ein bisschen offener bleiben. Manchmal muss ich strenger sein, damit wir diszipliniert bleiben und in der Sitzung nicht in 10 Richtungen gleichzeitig gehen. Sie haben manchmal halt Texte, die in unterschiedliche Richtungen interpretierbar sind. Das ist das, was wir hier immer dann einen europäischen Kompromiss nennen. Das können Sie zum Beispiel sagen, wir machen das, aber unter der Berücksichtigung jenes, was dann halt wie so ein Widerspruch wirkt. Und das mag dann schon mal so etwas differieren, da das so keine komplette Klarheit darüber ist, was denn da wirklich dann beschlossen worden ist. Ja. Ein Problem für die, die es umsetzen müssen. Die Entscheidungen des Europäischen Rates dann richten sich aber auch wieder an die Europäische Kommission. Wir sind dann auch Adressat und müssen das alles umsetzen. Insofern haben wir ein ganz hohes Interesse daran, dass es gute, umsetzbare und zukunftsweisende Ergebnisse im Europäischen Rat gibt. Sind die Gipfelbeschlüsse unklar, ist es schwer, Lösungen für die Themen zu finden, die Europa unter den Nägeln brennen. Dieser Gipfel vorüber. Hallo, wie geht's? Für die Kommissionspräsidentin beginnt jetzt die Arbeit. Die Journalisten eilen zu den Pressekonferenzen. Zeit, Abschied zu nehmen. Der Kanzler hat es erstmal weniger eilig. Der französische Präsident macht noch schnell ein Erinnerungsfoto mit der Protokollchefin. All die Anspannung der letzten Tage ist für einen Moment verflogen. Doch eine wichtige, vielleicht die wichtigste Aufgabe bleibt noch. Aus 6, 7 Seiten kompliziertem Gipfeltext müssen sie nun eine faszinierende Geschichte machen. Etwas, was sich zu Hause als Erfolg verkaufen lässt. Entsprechend fällt diese Geschichte bei jedem Regierungschef ein bisschen anders aus. Ja, guten Morgen. Wir haben alle Beschlüsse gefasst, die wir uns vorgenommen hatten, und zwar ohne Änderung. Ja, ich muss manchmal schmunzeln, wenn ich dann die unterschiedlichen Pressekonferenzen sehe, weil ich dann so denke, der gute alte Spruch, der Erfolg hat viele Väter. Und jeder oder jede nimmt sich das Teil raus, wo der nationale Akzent auch dann war, und berichtet dann zu Hause, wo der Mitgliedstaat auch seinen Punkt gemacht hat. Es ist mir schon passiert, dass ich nachher Kollegen hatte, wo ich mir die Frage gestellt habe, war ich im selben Saal. Mehr sage ich jetzt nicht. In der letzten Reihe hört auch Botschafter Klaus dem Bundeskanzler zu. Wieder eine Etappe geschafft. Aber jetzt erstmal Wochenende. Ausschlafen und dann meinem Hobby nachgehen, Langstreckenlauf. Ich laufe dann und dann ist sozusagen auch, dann fällt der ganze Stress und alles ab. Der Gipfel, der Ort, an dem Europa sein Gesicht zeigt. Wo es streitet und Geschichte schreibt. Oft großes Theater. Meist eine langwierige, schwierige Kompromissmaschine. Aber was wäre Europa ohne ihn? Vielleicht noch ein Schlachtfeld. Es ist, wir sollen nicht vergessen, dass wir auch manchmal Spannungen haben zwischen den Ländern. Vor 50 oder 80 Jahren wäre das vielleicht in einem Krieg geendet. Es sind andere Zeiten und Gott sei Dank haben wir diese Zusammenarbeit.